Hallo und herzlich willkommen bei Travel Tiger. Ich bin Maike, ich bin Marketingleitung hier. Und ja, wer ist eigentlich Travel Tiger? Es ist ein neues Start-up aus Köln-Ehrenfeld. Da sind wir auch gerade in unserem schönen Garten. Hier kriegt ihr einen kleinen Blick auf unser Bürogebäude, das ist direkt im Hintergrund. Und ich stehe hier vor unserem Firmencaddy, ganz fresh in Mint, neu foliert. Aber eigentlich geht es natürlich um den Star unseres Unternehmens. Das ist nämlich unser Campingbed Schlofe, das perfekt für Hochdachkombis geeignet ist und so jedes Auto ganz schnell zum Camper macht, in wenigen Handgriffen. Ja, ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen was über unser Campingbed Schlofe, wie schon angekündigt. Erstmal der Name. Man kommt vielleicht nicht direkt drauf, aber es ist der kölsche Name für Schlafen. Wir dachten, wir sind ganz lustig und geben unseren Produkten so als Lokalpatrioten mal so richtig kölsche Namen. Das ist jetzt halt das erste Produkt, unser Bett. Und unsere Matratze Fluschig, zu der kommen wir aber gleich nochmal. Wie ihr seht, füllt das Bett und die Matratze, die füllen den kompletten Caddy aus. Jetzt könnte man natürlich meinen, das ist der lange Caddy, aber nein, es ist der kurze. Und trotz allem habt ihr hier eine Liegefläche von 2 Meter Länge und 1,10 Meter Breite. Also zu zweit kann man locker drauf schlafen. Man sollte sich allerdings nicht hassen. Mehr Platz hat das Auto einfach nicht. Ja, ich bin jetzt oft auch allein unterwegs, weil Alleinreisen ist einfach die beste Art, um ein Land voll zu erfahren. Und es ist auch für mich überhaupt kein Problem mit dem Bett, weil das Bett ist auch alleine in unter 5 Minuten aufgebaut. Klar, beim ersten Mal braucht man wahrscheinlich ein bisschen länger, aber schon beim zweiten Mal geht es ohne Anleitung, wirklich mit wenigen Handgriffen. Und das Beste ist, ich kann es auch ganz alleine rein und rausheben. Also ich brauche nicht mehr Hilfe von irgendjemandem, sondern bin voll selbstständig bei allem. Genauso mit der Matratze. Man kann es vielleicht schon erahnen, aber die ist 5-teilig und hat richtig starken Klett, wie man hier sieht. Und so kann ich jedes Matratzenteil einzeln ins Auto rein und rausheben. Habe hier auch einen Echtholzlattenrost drunter und kann einfach richtig bequem schlafen, wie auf meinem normalen Bett. Und das ist auch noch das Schöne hier an dem Campingbett. Es ist nämlich nicht nur ein Campingbett, sondern es ist auch komplett freistehend. Das heißt einmal fürs Mini-Camping im Auto, dass ich es nirgendwo befestigen muss. Also mein Auto geht gar nicht kaputt. Ich muss nichts festbohren, ich muss nichts reinbohren, ich brauche gar keine handwerklichen Fähigkeiten eigentlich. Ich kann es reinstellen, ausklappen und im Endeffekt schon schlafen. Und da es freistehend ist, kann ich es auch zu Hause noch als Gästebett nutzen oder auf dem Festival im Zelt da drin schlafen. Wenn ich so ein großes Zelt habe, einfach das Bett rein und bye bye Isomatte, sage ich da nur. Es ist wirklich viel besser und man hat einfach viel mehr Luxus. Aber auch so, wenn ich jetzt sage, ich will weiterfahren, man sieht es, die Vordersitze sind ganz vorgeschoben, so kann ich nicht fahren. Aber ich kann das Bett dann auch einfach nur halb zurückbauen, kann die Rückbank wieder voll nutzen, die bleibt nämlich drinnen im Auto, ist auch nicht tragend und kann einfach weiterfahren. Also bin ich auch in wenigen Minuten, wenn es dann irgendwann doch mal zum Regnen anfängt oder mir der Ort nicht mehr gefällt, wieder abfahrbereit, kann komplett starten und an einen neuen Ort. Und warum haben wir uns eigentlich für das Thema Minicamping entschieden? Wir haben nämlich gemerkt, Minicamping, das ist so einfach das, wo man am freiesten noch sein kann. Man darf auf den ganzen Zeltwiesen stehen, man bekommt immer einen Stellplatz in der ersten Reihe, man hat auch ganz viel Park 4 Night, das man nutzen kann. Und ich habe halt auch in der Stadt nie ein Problem, einen Parkplatz für mein Auto zu finden. So mit dem Wohnmobil oder mit dem Caravan muss ich ja immer irgendwo einen Winterstellplatz finden oder auch auf den Campingplätzen gucken, ob überhaupt noch was frei ist. Aber mit so einem kleinen Auto komme ich locker überall noch hin und muss aber auf gar keinen Komfort verzichten. Das Schöne dabei ist halt auch noch, da das Bett halt freistehend ist, habe ich super viel Stauraum. Also ich habe zwar die Rückbank noch drin, die könnte aber raus. Das heißt, da hätte ich auch noch Stauraum. Ich habe hinterm Bett noch Stauraum. Ich habe hier zwischen den Sitzen Stauraum. Ich habe auf den Vordersitzen Stauraum. Das ist einfach richtig super. Und sogar hier an den Seitenwänden habe ich im Caddy auch immer noch Möglichkeiten, Sachen anzubringen. Ich würde sagen, so kann man auf jeden Fall in Urlaub fahren und das nächste Abenteuer wartet schon direkt. So, wie ihr seht, kann man das Travel Tiger Campingbed ganz easy alleine tragen. Es wiegt nämlich nur 15 Kilo. Also es ist für mich auch absolut kein Problem, wenn ich es mal aus dem Keller rausholen muss oder nochmal umbaue. Als allererstes muss das Bett im Auto positioniert werden. Das Wichtige ist, wo zeigt das Logo hin? Und zwar das Logo, was hier ist, ist nur auf einer Seite und das schaut dich immer aus dem Kofferraum heraus an. Also wenn ich es jetzt so ins Auto heben würde, müsste ich es noch einmal drehen, damit es richtig im Kofferraum drin steht. So. Der allererste Schritt ist, dass wir alle Klettverschlüsse lösen und im Auto zur Seite räumen.
um sie einfach auch nicht zu verlieren. Und es hilft auch einfach bei der Tragbarkeit. Wenn man es halt trägt und die Klettverschlüsse nicht dran sind, dann klackern die Arme ein bisschen rum. Deswegen gut aufpassen, damit ihr die nicht verliert. So. Der erste Schritt, den wir jetzt machen müssten im Auto, ist das Auto vorbereiten. Und zwar heißt es die Rückbank umklappen und die Vordersitze ganz nach vorne schieben und nach vorne drehen. Das kommt aber immer auf den Fahrzeugtyp an. Wir haben jetzt hier den kurzen Caddy. Das heißt, wir müssten wirklich den Vorder- und den Beifahrersitz ganz nach vorne und nach vorne drehen. Bei der langen Version können die Fahrersitze eigentlich so bleiben. Und auch bei jedem anderen Auto ist es immer unterschiedlich. Wie muss die Rückbank hin, wie ist der Sitz? Aber das könnt ihr alles auf unserer Webseite nachlesen. Da steht eine Liste mit den kompatiblen Fahrzeugen, welches Fahrzeug passt überhaupt und was muss man dabei beachten. Weil halt je nach Ausstattungsvariante variiert es einfach. Und das ist wirklich schwierig, dann dafür eine Lösung zu finden. Aber wir haben es geschafft. Wir passen in so circa 90% der gängigen Hochdachkombis. Also schaut einfach auf der Seite vorbei. Da gibt es auch eine Anleitung, wie ihr ganz einfach herausfinden könnt, ob euer Auto denn passend ist. Aber zurück zum Aufbau. Der ist nämlich auch kinderleicht. Als allererstes bauen wir die kurze Seite auf, das heißt die Seite, die im Kofferraum ist. Dafür klappen wir die Arme aus. Damit das Bett jetzt nicht das Gleichgewicht verliert, heben wir das Stabilisierungsblech zur Seite und holen aus der Mittelkonsole unsere Beine raus. Die Mittelkonsole von unserem Bett dient auch gleichzeitig als Aufbewahrungsort. Also ihr findet hier nicht nur die Standbeine, 4 Stück an der Zahl, sondern auch die Schrauben für das Stabilisierungsblech. Dazu aber gleich mehr. Jetzt haben wir das Bett natürlich draußen aufgebaut. Das heißt, der Untergrund ist relativ eben. Auch hier wieder der Hinweis, im Auto kann es sein, dass ihr die Beine immer von der Höhe verstellen müsst. Das würde ich euch aber auch anbieten, wenn ihr nicht so ebenen Untergrund habt. Guckt immer mal, wie steht das Bett möglichst gerade. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Diese Beine werden jetzt über eine Schraube an diesen Befestigungen befestigt. Geht ganz einfach, die müssen gar nicht richtig aufgedreht werden, sondern ich stecke das rein, schieb's drüber, mach's fest und ziehe die Schraube fest. Sehe ich hier, anscheinend bin ich von der Höhe schon ganz gut. Ich könnte jetzt hier den Standfuß noch ein bisschen rausdrehen einfach. Und der ist auch ein bisschen beweglich, dass er halt auch auf unebenem Untergrund gut stehen kann. Das ist halt beim Zeltcamping vor allem wichtig, wenn ich das Bett im Zelt aufbauen will. Den gleichen Schritt wiederhole ich jetzt auf der anderen Seite drüben. Auch da muss ich die Schraube nur ein bisschen lösen, um sie dann hier über die Befestigung schieben zu können. So. Das ganze Bett ist aus Alu. Das heißt, da passiert auch nichts, wenn ihr mal ein bisschen drückt. Es zerbricht jetzt nicht, sondern es ist halt mega stabil. Es ist alles gut vernietet und pulverbeschichtet. Da kann eigentlich nichts passieren. Dann schiebe ich die Schublade, haben wir das genannt, raus. Und das Wichtige hierbei ist, ihr müsst es hören, dass es einrastet. Genau, das Geräusch, ich weiß, es hört sich ein bisschen gruselig an, aber es ist gut, wenn es das Geräusch macht. Das bedeutet nämlich, es ist eingerastet. Warum wissen wir, dass es gut ist? Weil wir arbeiten ganz viel mit User-Tests. Das heißt, wir haben Camper und Camperinnen eingeladen und die gefragt, was hilft ihnen beim Aufbau. Und gerade dieses Geräusch, wir hätten es weglassen können, hat aber enorm geholfen, um zu signalisieren, hey, das Bett ist jetzt richtig eingerastet. Deswegen haben wir es einfach gelassen. So, jetzt kommen wir zur langen Seite. Das ist praktisch die Seite, die jetzt über die Rückbank kommen würde. Also hier wäre jetzt die Rückbank. Das heißt, ich muss im Caddy jetzt das Bett ein bisschen anheben. Ihr könnt die Rückbank aber auch rausnehmen. Die ist nicht tragend und braucht deswegen das Bett auch eigentlich gar nicht, weil es halt komplett freistehend ist. Wir sehen, es steht hier schon auf den Mittelbeinen und hinten auf den Standbeinen. Vorne kommen nochmal, also wir bräuchten keine Rückbank, aber wir können sie auch einfach drin lassen. Das heißt, man muss auch nichts am Auto umbauen. Genau, so, ich klappe jetzt einmal den einen Arm aus, mache dann hier schon mal das Bein dran. Im Auto könnte ich natürlich jetzt den anderen auch schon ausklappen, aber wenn ich die jetzt beide ausklappe, dann verlagert sich ein bisschen der Schwerpunkt beim Freistehenden. Deswegen ist es besser, jetzt schon die Beine zu befestigen. Das funktioniert genauso wie auf der Rückseite. Ich habe hier wieder die Schraube, die ein bisschen raussteht, die Flügelschraube und im Endeffekt denselben Mechanismus, dass ich das drüber setze, runterdrücke und festdrehe. Das wiederholen wir jetzt auf der anderen Seite.
Machen auch hier das Bein wieder dran. Gut festdrehen. So. Und ziehen auch hier wieder die Schublade nach vorne. Jetzt könnte man ja meinen, das Bett ist eigentlich schon fertig. Es steht, es sieht gut aus. Was aber ganz wichtig ist und nicht vergessen werden darf, ist das Stabilisierungsblech. Die Teile dafür befinden sich einmal in der Mittelkonsole und es ist der Deckel der Mittelkonsole. Und das ist halt super wichtig, weil gerade wenn man das Bett belastet und wie im Auto auch mal von der Seite einsteigt, haben wir immer Gewicht nur auf einem Bein. Und das heißt, das Bein wird immer angegriffen. Wenn ich aber so ein Blech noch dazwischen klemme, dann beuge ich dem halt vor, dass diese Beine auseinandergedrückt werden. Das funktioniert auch wieder ganz einfach ohne Werkzeug. Ich habe hier diese 4 Teile. Dafür muss ich jetzt kurz die Schrauben komplett rausdrehen. So, dann bringe ich das Bett an, habe hier noch so ein Metallgegenstück dafür. Führe das einmal hier durch, mache die Schraube rein und drehe es dann fest. Auch hier wieder kein Werkzeug, sondern einfach nur eine Flügelschraube. Das ist wirklich kinderleicht und das kann jeder. Und den Vorgang wiederhole ich dann einfach auf der anderen Seite. So. So. Auch hier wieder gut festdrehen und schon ist das Bett super feste. Wenn ich jetzt natürlich merke, okay, der Boden ist uneben oder ich möchte ein bisschen höher schlafen, weil es muss noch was drunter, dann kann ich entweder die Beine rausdrehen, dann löse ich dann einfach diese Schraube komplett und mache mit so einem Steckmechanismus, kann ich die Beine auf bis zu 60 cm Höhe verlängern. Und ich habe hier auch noch mal die Chance, den Fuß rauszudrehen. Das sieht man an der Mutter, da bekomme ich auch noch mal 5 bis 6 cm Höhe. Aber wenn es freistehend ist, sollte man einfach nur darauf achten, dass die Beine komplett auf der gleichen Höhe sind, damit man gut schlafen kann. Was natürlich jetzt noch fehlt, weil man sieht es ja, ich stehe mitten im Bett, ist die Matratze. Und auch da haben wir uns was bei gedacht, weil die ganze Idee ist ja, dass wir es leicht und einfach aufbauen können. Deswegen haben wir eine 5-teilige Matratze mit einem 5-teiligen Lattenrost. Hier ganz einfach auch zu erkennen, die Endstücke, da ist immer ein Logo-Etikett dran. Genau, wenn die dann geliefert wird, habt ihr eigentlich nur noch eine Sache zu tun, nämlich das Lattenrost an die Matratze zu kletten. Das ist wirklich kinderleicht. Und die Bezüge von der Matratze sind auch waschbar. Das heißt, ich kann die auch abnehmen, Schaumstoff rausnehmen und waschen, ganz easy. Bitte nicht in den Trockner packen, da verziehen die sich zu sehr. Aber wenn man die draußen aufhängt, kein Problem. Ja, und dann kann ich eigentlich ganz entspannt meine Matratzenteile auf das Bett legen. Genau, auch hier sehe ich, dass diese Führungsschiene passt genau mit dem Lattenrost überein. Also ich kann, sobald ich drüber stehe, merke ich das und dann sackt auch das Lattenrost ab. Und das mache ich jetzt einfach mit allen 5 Matratzenteilen. Die Matratzenteile an sich sind durch Klett verbunden. Und der Klett ist auch richtig, richtig stark. Jetzt ist natürlich wahrscheinlich die Befürchtung, dass man den Klett super arg spürt, wenn man da drauf schläft. Aber ich habe jetzt schon mega häufig auf dem Bett geschlafen, sei es auf Messen, sei es selber im Urlaub. Man merkt ihn gar nicht. Wenn man vor allem halt, wenn man also empfindlich ist oder sagt, man ist bei sowas sehr anfällig, dann kann ich einfach immer empfehlen, noch einen Topper drüber zu legen oder eine dicke Decke. Aber bis jetzt hat sich da noch niemand beschwert und auch noch niemand den Klett gemerkt. So. Noch die letzten 2 Teile. So, und schon ist eigentlich fertig. Und ihr habt nicht nur ein Campingbett, sondern auch ein Outdoor- und Gästebett, auf dem ihr gerne mal schlafen könnt. Also gerade wenn es im Sommer super heiß ist und man eine Dachterrasse oder einen Garten hat,
kann ich mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen, als hier zu schlafen. Und halt auch im Zelt, das ist echt super. Also es passt in die Standardfamilienzelte locker rein mit der Schlaffläche. Und hat gerade mich schon auf einer Messe gerettet, dass ich auf dem Boden schlafen musste, sondern konnte einfach jeden Abend auf einem Bett schlafen. Das hilft schon. So würde es halt jetzt auch ins Zelt, ins Vorzelt reinpassen. Und das ist für mich auch besonders wichtig, weil ich habe nur eine kleine Wohnung in Köln und kein eigenes Gästezimmer. Aber wenn es meine Eltern an Weihnachten kommen, kann ich mir einfach ein Bett nehmen und es im Wohnzimmer aufbauen. Und dann müssen die zwei nicht auf dem Sofa schlafen oder ich muss mein Bett hergeben im schlimmsten Fall, sondern die beiden können einfach hier ganz entspannt auf dem Bett schlafen und haben da auch keinen Verlust an Komfort. Ja, und das ist eigentlich so ziemlich alles zu unserem Bett. Wenn ihr Fragen habt oder noch mehr Infos haben wollt, dann zögert nicht, uns anzuschreiben, entweder über Instagram oder über unseren Support. Kontaktiert uns über Facebook und natürlich auf YouTube findet ihr auch weitere Videos, teilweise auch von unseren Campingabenteuern. In unserem Blog gibt es auch ganz viele Geschichten übers Alleinreisen und ganz viel aus der Mini-Camping-Community. Und wenn ihr natürlich in Köln seid, kommt doch gerne bei uns im Showroom vorbei, in Köln-Ehrenfeld.